Wir brauchen die Krise, wir brauchen den Crash, um etwas zu tun heute, damit dieser Crash so nicht auftritt. Und indem wir uns eine Krise setzen im Jahr 2026, heißt das ja auch, dass wir damit uns die Frage stellen, wer trägt dafür Verantwortung? Wir müssen eigentlich unser Bewusstsein trainieren, dass wir wissen, was da passiert. Wenn du nach der Angst fragst, dann ist es die Sorge, dass die Krise nicht genützt wird und dass wir in eine neue Form des Faschismus rutschen weltweit. Irgendwann ist alles, sind die scheiß Eliten schuld, es sind irgendwelche scheiß Politiker schuld. Es kommt gar nicht mehr zu einer gesellschaftlichen Gestaltung. Und wenn ich keine Vorstellung habe von dem, was ich da drin an Staunen und Neugierde überhaupt entwickeln kann, sondern eigentlich nur funktionieren, optimieren, dann noch schnell ins Fitnessstudio, hier ist zu viel Fett, da funktioniert das nicht, hier habe ich einen Pickel, ja, dann stumpfe ich ja irgendwann ab. Ich glaube, dass die Kunst nur dann eine Relevanz hat, wenn sie jetzt nicht nur ästhetische Fragen stellt. Kunst ist politisch, Kunst ist immer politisch und angewiesen ist nicht nur auf ein Publikum, was drin sitzt und sagt, interessant, vielen Dank, jetzt klatschen wir, sondern was sich beteiligt, weil es Fragen sind, die jeden, der da kommt, angeht. Man kann jegliche Entwicklung nur aus Widersprüchen denken. Und dieser Widerspruch ist so groß und eigentlich unlösbar, dass wir komplett neu denken müssen. Ich habe dieses Denken noch nicht. Ich denke nur, dass wir es denken müssen, weil jede Alternative sowohl das weiter so fatalistisch in den Abgrund führt, als auch von heute auf morgen zu sagen, ja, dann stoppen wir eben das Wachstum und jeder baut Tomaten zu Hause an. Das ist prozessual gedacht keine Lösung. In welcher Welt wollen wir leben und wie soll die aussehen und was können wir alle tun, damit sie lebenswerter wird. Zukunft geschieht uns nicht nur einfach. Zukunft ist gestaltbar.